Ja, Paul, du bist der Veranstalter der Red Bull Trans-Siberian Extreme, eines wirklich extremen Radrennens. Dazu kommen wir gleich nochmal, ja, Prost, kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber wir möchten auch ein bisschen dich kennenlernen, den Mann dahinter, der das organisiert. Ja? Du bist Österreicher, lebst aber jetzt in Moskau. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du als Österreicher nach Russland gegangen bist? Ich habe in der Schule Russisch gelernt und nach dem Studium fing ich bei Dow Chemical an und das war damals in der Zeit Gorbatschow, wo Russland sich geöffnet hat und hat einen Projektleiter für Russland gesucht und da ist dann irgendwer draufgekommen im HR, der Paul spricht ja Russisch und mit meinen geringen Russisch-Schulkenntnissen bin ich dann 87 das erste Mal hierher gegangen. Wie war denn dein Weg nach Russland? Wie war der Anfang, der Einstieg? Wurdest du mit offenen Armen empfangen oder gab es da vielleicht doch die eine oder andere Schwierigkeit? Russland das ist eine Mischung aus Mögen und Spannen der Tätigkeit. Das Land bietet natürlich unglaubliche Möglichkeiten, es ist herausfordernd, es ist ein Riesenland und ein Riesenmarkt. Und gerade die österreichische und deutsche Industrie sind hier bei den Spitzeninvestoren. Das ist geschäftlich spannend und Land und Leute, Kultur mag ich einfach besonders. Ich habe die Ehre, mit dem Riesenradrennen das Land vielleicht besser zu kennen als die meisten anderen. Und ich mache zusätzlich auch noch Konzerte, klassische Konzerte und liebe das Kulturangebot von Moskau. Und ich sage halt gerne, ich habe die Ehre und das Glück, in zwei Kulturhauptstädten, in Wien und in Moskau zu leben. Ja, also ihr wurdet gefragt, 2012 war es, glaube ich, ne? Ja, Wurdet ihr gefragt, ob ihr das machen möchtet oder ob du das machen möchtest, ein extremes Radrennen, ein wirklich wahnsinnig langes Radrennen zu organisieren durch Russland. Was war so dein erster Gedanke? ja, ich muss wie das dazu kam, also wir sind natürlich auch geschäftlich sehr stark mit der Deutschen Industrie- und Handelskammer und der Österreichischen Wirtschaftskammer in Kontakt und es gab eine Netzwerkveranstaltung in Wien mit der Österreichischen Wirtschaftskammer und da wurden uns zwei Radfahrer vorgestellt, die das Race Across America im Viererteam gewonnen hatten und Race Across Australia gemacht hatten und die hatten eben die Idee, sie machen alle Kontinente. Und wie kann man am besten durch Asien fahren, indem man das in Russland organisiert, weil man da keine Grenzen hat und von West zur Ostgrenze Asiens fahren kann. Und die 2000 Kilometer Moskau bis zum Ural hat man also quasi so mitgenommen. Da kommen wir zu meiner Frau. Ich habe gesagt, wie kann man so verrückt sein? Ich mache das sicher nicht. Ich fahre nicht 2 Wochen den Radfahrern hinterher bei 30 km/h und das Ganze kostet ein Vermögen und ohne Sponsoren geht das gar nicht. Also ich habe mich eigentlich gewehrt dagegen mit Händen und Füßen. Und das erklärt so ein bisschen auch die Beziehung zu meiner Frau. Die hat gesagt, nein, nein, wir machen das, komm, wir machen das, du kannst das, das machen wir. Und wie es dann halt war, wir haben das erzählt und mit Freunden gesprochen und gesagt, wie stellen wir Geld auf die Beine und wie kriegen wir Autos und so weiter. Und Red Bull wusste mit mir nichts anzufangen, weil ich eben null Ahnung hatte von Sportprojekten und null Ahnung hatte vom Radsport. Und da kommt einer und fragt uns, ob wir ihn unterstützen. Aber wir waren dann doch so überzeugend und das war wieder meine Frau, die da nicht locker gelassen hat. Und dann haben wir diese Vierer-Tour gemacht, nonstop und das Ziel war unter 14 Tagen die 9000 Kilometer und das hat geklappt. Und dann war schon die Sache, gut, wie machen wir weiter? Da ist dann Volkswagen gekommen mit den Autos, weil da konnten wir die Sochi-Olympiade-Autos haben. Und im zweiten Jahr haben wir das organisiert mit zwei Radfahrern, einem Österreicher und einem Russen. Und wenn die nicht so Pech gehabt hätten mit dem Wetter um den Bikersee herum, dann wären die schneller gewesen als das Viererteam. Und da kam dann Red Bull und hat gesagt, so, machen wir was draus. Und vielleicht steigen wir noch mal ein bisschen tiefer auch ein in diese Red Bull Trans-Siberian Extreme. Was genau, Sie haben es ja schon angerissen, was genau erwartet denn die Sportler? Was ist das Besondere an diesem Event? Die Radfahrer, die es gefahren sind sich selber nicht ganz einig, was eigentlich das Härtere ist, das Radfahren oder die mentale Voraussetzung, die man braucht, um
immer wieder neu aufs Rad zu steigen, weil wir haben ein Etappenrennen, das heißt, man fährt jetzt einmal, die dritte Etappe sind bereits über 24 Stunden 700 Kilometer und da hat man gerade mal 3 Etappen hinter sich um 2000 Kilometer und dann muss man nächsten Tag wieder aufs Rad steigen. Und ich breche das vielleicht runter, wir haben für 24 Tage Rennen einen Stundenplan. Also wir haben wirklich jede Stunde geplant und wir rechnen das Rennen mit einem Schnitt von 30 km/h. Und um diesen Stundenplan und 30 km/h wird alles andere aufgebaut. Du hast gesagt, es gibt ja verschiedene Etappen. Was ist wirklich die härteste Etappe, wo du sagst, wenn die Sportler das geschafft haben, dann ist die Chance gut, dass sie bis ins Ziel kommen? Die ganzen sibirischen Etappen, also die von den flachen, sind lang und öde. Dort ist die mentale Stärke wichtig und es beginnt dann erst nach Novosibirsk hügeliger zu werden. Und dann kommt die lange Etappe Krasnojarsk nach Irkutsk bis zum Baikal-See, das ist das erste Mal über 1000 Kilometer. In Chita, da beginnt die berühmte Königsetappe, King's Stage, mit 1368 Kilometer und endlosen Hügeln. Also man fährt hier die ersten 1,5 Tage, den ersten Tag nur bergauf, bergab, bergauf, bergab. Und das kann man sich gar nicht körperlich und mental gar nicht vorstellen. Also das ist sicher die härteste. Ja, aber wer die nicht gefahren ist, war nicht beim Rennen. Und wer die überlebt, kommt dann auch an. Würde mich nochmal interessieren, was ist denn auf der Strecke dein persönliches Highlight? Kasan ist eine wunderschöne Stadt, absolut sehenswert. Und von der Landschaft her, der Selenga-Fluss nach Ulan-Ude, das ist Buryatien. Und dort gibt es einen Platz, ein buddhistischer Glaubensplatz, das heißt der Platz der Gläubigen. Und wenn man dort steht und auf den Fluss Selenga schaut, dann hat man das Gefühl, hier ist irgendwas anderes. Und das ist mein absoluter Highlightpunkt. Wie ist es, wenn du die Sportler siehst, wie sie kämpfen, ja, wie sie sich durchbeißen und vielleicht kurz davor sind aufzugeben, dann doch weitermachen? Welche Geschichten hast du da schon erlebt? Was hat dich besonders beeindruckt oder vielleicht welche Dramen hast du da auch schon erlebt? Also wir hatten letztes Mal den Michael Knudsen dabei aus Dänemark, der war 2017 dabei und hat dann irgendwo in Sibirien aufgegeben, weil er mental fertig war. Also das war wirklich so, dass er sich auf die Straße gesetzt hat, geweint hat, gesagt, er möchte zu seinem Sohn. Das hat ihn aber selbst, er hat noch nie ein Rennen aufgegeben. Er ist ein starker, mental starker Biker. Und der kam wieder 2018 und wurde dann Zweiter. Und der hat sich eben mental darauf vorbereitet. Aber körperlich war er damals schon fit genug. Das ist ja gerade gesagt, ne? Also wahrscheinlich kommt es nicht nur auf die sportliche Leistung an, auf die Fitness, sondern vor allen Dingen auch, ja, muss man mental, da muss man einfach durchhalten. Ne? Die körperliche Stärke ist die Grundvoraussetzung, aber zusätzlich schaffe ich es nur dann, wenn ich mental stark bin. Das ist gar keine Frage. Ja. Also ich bin sehr gespannt auf Sven. Sven, finde ich, ist wahrscheinlich körperlich stark, kann ich nicht beurteilen. Also so wie ich ihn kenne, denke ich schon, aber ich glaube, er ist mental sehr stark und sehr fokussiert und ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn er es nicht schafft. Also wenn nicht irgendein Unglück dazu kommt oder irgendein Sturz, das kann immer passieren, dann ist Sven einer der Kandidaten, auf die ich setzen würde, dass er sicher durchkommt. Und jetzt schon läuft ja die Parallele Passion, also eine Aktion, die Sven Ole Müller zusammen mit Checkstone ins Leben gerufen hat. Wir fahren alle gemeinsam 1 Million Kilometer Fahrrad bis zum Zieleinlauf in Wladiwostok von Sven Ole Müller, unterstützen ihn damit ein Stück weit mental. Er unterstützt wieder uns alle, ja, also von Checkstone oder wer auch immer mitmachen will. Jeder kann mitmachen, Fahrradkilometer sammeln. Was hältst du von diesem Projekt? Ich glaube, er hat ja selber nicht geglaubt, wie viele mitmachen und ist selber überrascht, wie viele da jetzt mitmachen. Also ganz tolle Aktion. Unterstützenswürdig. Alles, was unser Projekt auch bekannter macht, ist großartig. Und wenn hier noch, es sind ja auch Hobbyradler dabei, es sind ja nicht alles Profis, die da mitfahren. Paul, gibt es noch irgendwas, was du zum Schluss loswerden möchtest? Verfolgt uns auf Facebook. Es gibt eine Facebook-Seite Red Bull Trans-Siberian Extreme, wo wir um das ein bisschen sentimental auch sehr viele Fotos von den vergangenen Jahren zeigen und nicht nur Rennen, sondern auch Landschaft. Und landschaftlich ist es unglaublich schön. Dieses Land bietet so viele schöne Plätze. Also es ist empfehlenswert, sich das Land auch anzuschauen, nicht nur Moskau und St. Petersburg. Wir drücken wir die Daumen, dass es nächstes Jahr alles wie geplant stattfinden kann.
Ja, das Und glaube ich, das hoffe ich auch, ja. vielen Dank für das Interview und Dankeschön. Ne? Danke, Anna, alles Gute, mach's gut, Alles danke. Gute.